in einem OneNote-Notizbuch gemeinsam arbeiten und schnell einen Überblick über die ganzen Änderungen haben. So geht's. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein persönliches Notizbuch freigebt, gemeinsam mit anderen darin arbeitet und dann schnell seht, wer wann was geändert hat. Ich möchte dieses Notizbuch online at Arno Burger teilen bzw. freigeben. Den Befehl dazu findet ihr hier in OneNote unter Datei. Hier ist dieses Notizbuch. Ihr seht daran, dass es hier arnoburger-my.sharepoint heißt, dass es ein persönliches Notizbuch auf OneDrive ist und ich kann zu diesem Notizbuch jetzt Personen einladen. Hier in OneNote nennt sich dieses Einladen auch Freigeben. In OneDrive, da schauen wir nachher gleich hin, da nennt sich es Teilen, aber der Effekt ist derselbe. Ich kann jetzt zum Beispiel aus einem Adressbuch Personen auswählen oder ich gebe die Person händisch ein, wähle die dann hier. Ich kann entscheiden, ob die Person bearbeiten darf oder nur anzeigen. In diesem Fall möchte ich, dass sie bearbeitet und ich möchte hier noch einen Text dazu schreiben. Und dann kann ich hier auf Freigeben klicken und jetzt wird diese Person eingeladen. Sie bekommt eine E-Mail und hat dann die Möglichkeit, auf mein Notizbuch zuzugreifen. Ihr seht hier, wie diese E-Mail beim Empfänger, also bei dem Eingeladenen, aussieht. Und der kann jetzt hier über Online Arno Burger oder Öffnen, kann er auf dieses Notizbuch zugreifen und dann in diesem Notizbuch arbeiten. Man kann dieses Notizbuch auch von OneDrive aus freigeben und das möchte ich euch hier im nächsten Schritt zeigen. In OneDrive kommt ihr zum Beispiel, indem ihr office.com aufruft, über den Browser euch dort anmeldet und dann hier auf OneDrive klickt und dann kommt ihr in die eigenen Dateien in OneDrive. Und wenn es ein Standard-Notizbuch ist, dann ist es wahrscheinlich auf der obersten Ebene angelegt worden. Es kann aber auch sein, dass ihr es selber angelegt habt. Dann müsstet ihr hier schauen, wo es ist. Und wenn ihr euch jetzt zu diesem Notizbuch hier mal die Details anzeigen lasst, dann seht ihr, wer hier Zugriff hat, nämlich Online-Akademie Arno Burger und burger@arnoburger.de. Und hier könnte man jetzt noch weitere Personen hinzufügen. Und wenn man das macht, trägt man den Namen ein und gewährt denen den Zugriff. Außerdem habt ihr die Möglichkeit hier über die 3 Punkte und Teilen. Und warum zeige ich euch das? Hier müsst ihr aufpassen. Jeder mit dem Link kann bearbeiten. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier an eine Person schickt, zum Beispiel auch an dieselbe Person, an die ihr es schon geschickt habt, dann kreiert ihr einen Link, der auch von anderen nutzbar ist, wenn sie ihn kennen. Das heißt, es passiert nicht so leicht, aber wenn die Personen, an die ihr diesen Link schickt, den weiterschicken, dann können auch andere darauf zugreifen. Und deshalb wäre es hier besser zu sagen, bestimmten Personen und dann gebt ihr die Personen an und dann wird nur mit diesen geteilt. Ich habe also nun das Notizbuch freigegeben, die andere Person arbeitet damit und fügt neue Seiten ein, ändert etwas im Text und so weiter. Und ich möchte gerne diese Änderungen sehen. Dann gehe ich in OneNote auf Verlauf und wähle zum Beispiel letzte Änderungen. Kann ich zum Beispiel sagen, hier alle Seiten sortiert nach Datum und dann bekomme ich eine Liste mit den letzten Änderungen und kann mal schauen, okay, hier Versionierung ist fett und persönliches Notizbuch teilen freigeben ist fett. Und ich sehe, die sind auch heute geändert worden. Die habe ich nicht geändert. Ich weiß das, die muss die andere Person geändert haben. Ich gehe mal auf Versionierung. Und jetzt sehe ich hier bei Versionierung, da steht eine Frage drin, wann kommt denn dieses Video? Grün hervorgehoben hier, weil ich das noch nicht gesehen habe und eben das Fett hier. Und da steht AB dahinter. Und wenn ich da mal mit dem Mauszeiger drauf gehe, dann sehe ich, Arno Burger, zuletzt geändert, 3.10.11:16 Uhr. Wie kommt es denn jetzt zu diesem Namen? Das ist eine Grundeinstellung in OneNote, die wird automatisch erzeugt, wenn ihr OneNote das erste Mal startet. Und zwar findet ihr das unter Datei Optionen, hier direkt unter Allgemein. Da steht hier der Benutzername und die Initialen. Also wenn ich etwas ändere hier,
Dann sehen die anderen Personen an der Stelle nicht AB, sondern OA. Und wenn Sie draufgehen, dann sehen Sie entsprechend Online-Akademie. Ich ändere mal diesen Namen. Also Benutzername könnte sein Online-Akademie in Klammern Arno Burger. Und das Kürzel lasse ich mal gleich. Okay. Dann heißt es hier, diese Einstellungen werden erst angepasst, wenn ich OneNote neu starte. Das heißt, ich mache OneNote zu, starte OneNote nochmal. Und jetzt Datei, Optionen, allgemein. Diese Änderung wirkt sich jetzt aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Kommentar dazu schreibe, circa in 3 Wochen, mir fehlen noch Informationen, dann wird die andere Person das jetzt mit OA und dann dem entsprechenden Text sehen. Ich gehe mal auf die andere Info und vielleicht habt ihr es gesehen, hier bei Versionierung ist das Fett jetzt weg, denn diese Information habe ich ja inzwischen gesehen. Unter Verlauf haben wir die Möglichkeit, hier ungelesene Elemente zu sehen. Da würde der jetzt springen zu den entsprechenden ungelesenen. Und ich kann auch nach Autoren suchen, sodass ich dann hier sehe eben Arno Burger, Online-Akademie Arno Burger. Und dann sehe ich hier die entsprechenden Änderungen dieser verschiedenen Personen mit dem Datum. Und das Coole daran ist, ich kann das nicht nur für dieses eine Notizbuch machen, sondern wenn ihr jetzt mit vielen Leuten zusammenarbeitet, sagen wir mal mit 10 verschiedenen Leuten in unterschiedlichsten Notizbüchern, dann habt ihr hier die Möglichkeit, auch alle Notizbücher zu durchsuchen, die ihr hier verwendet. Und ihr seht, ich habe hier ein paar drin und da habe ich hier die Namen von den Leuten, mit denen ich da zusammenarbeite. Also Verlauf und dann ungelesene, letzte Änderungen, Autoren und so weiter. Also hier habt ihr einen schnellen Überblick über alles, was geändert worden ist und könnt euch darüber auch einen Verlauf anzeigen lassen. Alle Fragen, die euch beim Ausprobieren auffallen, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die immer sehr zeitnah. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.